Schönen guten Tag. Wir sind's, die Piranhas. Zwei von denen, Jenny und Björn. Hallo. Und wir sind Entwickler von Computerspielen. Ja. Und wir kriegen sehr viele Fragen von euch, die wir heute beantworten. Vielen Dank für diese Fragen und dann lass mal loslegen. Sehr fleißig. Also, ich fange mal unten an, weil aktuell und weil wir ja immer so in Zyklen unsere Folgen machen. Ist das wahrscheinlich schon nicht mehr aktuell, aber so ist das halt. So ja. ist das halt, ne? Ja. Manche Leute müssen ein bisschen länger auf ihre Beantwortung warten, andere nicht. Wir beantworten natürlich auch am Ende einer jeden anderen Folge immer eine Frage, aber trotzdem kommt man manchmal nicht so schnell hinterher. Deswegen lege ich jetzt auch los. So. Also, ich fange einfach mal an mit dem ganz banalen, wann kommen endlich mal Neuigkeiten zum aktuellen Projekt Frage, die immer wieder mal eingestreut wird. Und die Antwort auf diese Frage ist noch nicht. Dauert noch. Denn, entsprechend der Ansprüche, die auch gewachsen sind und dass wir uns einigen Themen natürlich auch ausgiebig widmen wollen, um zum Beispiel uns Technologien anzuschauen und so weiter und so fort, braucht ein Projekt einfach Zeit. Und die wir machen sowieso, ihr wisst, wir arbeiten immer mehrere Jahre an so einem großen Rollenspiel und das ist auch diesmal der Fall, deswegen müsst ihr euch noch gedulden. Und in der Zwischenzeit gucken wir einfach mal, was die anderen so machen und was für Spiele die so auf den Markt bringen. Ja. Sobald es da etwas gibt, würden wir das aber auch erzählen. Also im Grunde genommen braucht ihr gar nicht fragen, sondern die Antwort ist, wenn wir können, wenn wir soweit sind, dann hauen wir das auch raus. Ja? Und davor halt eben nicht. Davor machen wir ja noch ausprobieren, rumimplementieren, Research und so weiter. Ja. So. Da steht Deus Ex direkt vor meiner Nase übrigens. Ach nee, ist nicht wahr. Ich hab das gesucht in der letzten Folge. Oder davor irgendwie, da steht's doch. Mein Gott. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Finde den Fehler. Okay. Dann natürlich die Frage, die viele interessiert, weil auch aktuell, inwieweit seid ihr von den Entscheidungen der Embracer Group betroffen? Vielleicht für die keine Ahnung haben, einmal kurz erklärt. Wir gehören zu Piranha Bytes und sind Entwickler in Essen und machen Computerspiele. Unser Publisher, zu dem wir gehören, wir sind eine Tochter von THQ Nordic, die sitzen in Wien und publishen Spiele. Und die haben einen Mutterkonzern, das ist die Embracer Group und die sitzen in Schweden. Und deswegen sind wir irgendwie schon mit denen verbandelt, aber nicht direkt. Ja, so kann man das ungefähr sehen. Das heißt, wir arbeiten vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen aus Wien zusammen. Die meiste Zeit sitzen wir einfach bei uns in der Garage. Garage ist synonym für Firma. Und machen Computerspiele. Ja. Jo. Um das einfach mal erklärt zu haben. Und wenn sich irgendwelche großen Dinge im Konzern verändern, dann sind wir in den meisten Fällen davon erstmal gar nicht betroffen und manchmal eben peripher doch, wenn sich zum Beispiel Dinge ändern. Aktuell zum Beispiel geht THQ Nordic nicht auf die Gamescom. Vielleicht bei dieser Folge, ich weiß gar nicht, ist die Gamescom schon rum? Das habe ich gar nicht am Schirm. Ist ja egal, aber das Thema ist aber das gleiche ja. Und das bedeutet für uns einfach, wir haben andere Anlaufstellen, wenn wir selber auf die Gamescom gehen. Ja, so ungefähr in dem Rahmen müsst ihr euch das vorstellen. Deswegen muss aber jetzt keiner in Panik ausbrechen oder sonst irgendwelche Sachen. Momentan machen wir einfach ein Computerspiel. Wie immer. Ja. Vielleicht in dem Zusammenhang die nächste Frage, wo es reingehauen hat. Ja, das ist nämlich, was sagt ihr zum Ende des Entwicklerteams Dedelic? Sind ja doch schon alteingesessene Entwickler hier und Spielereien wie Deponia oder Harvey, da sitzt er. Ja, den haben wir extra deswegen dahingesetzt. Waren einfach klasse. Ja. Ja. Wir persönlich finden das vor allen Dingen bedauerlich, wie viele Kolleginnen und Kollegen auch. Ne? Also wir haben alle möglichen Spiele von Dedelic gespielt, hoffen, dass die jetzt mit dem Publishing weitermachen, das gut machen und Erfolge erzielen und die haben ja auch noch Teams unter sich, die jetzt zum Beispiel extern Spiele produzieren, ja, nur nicht mehr intern. Und je erfolgreicher ein Laden ist, so ist das nun mal so, und je mehr Absatz ein Laden hat, egal welcher, desto mehr kann man da auch
dann in Zukunft machen. Und wenn es eine Flaute gibt oder schlechte Zeiten, dann muss man eben kleine Brötchen backen. Das ist schade. Deswegen bin ich auch immer der Meinung, sollte man alles wertschätzen, was man bekommt, vor allen Dingen von Dingen, die man liebgewonnen hat, weil man weiß nie, wie lange es dauert. Aber es birgt vielleicht auch manchmal Chancen für was Neues. Und deswegen drücken wir den Kolleginnen und Kollegen dort die Daumen, dass die jetzt quasi gehen müssen, irgendwo gut unterkommen und dass die anderen, die weitermachen, vielleicht dann doch irgendwann nochmal irgendwie genügend Erfolge erzielen, dass sich was lohnt. Der deutschen Games-Branche geht's gerade allgemein nicht so besonders, ne? Kann man so sagen. Ja. Und inwieweit das wen betrifft und so, können wir hier ja jetzt nicht unbedingt behandeln, ja. Das kann man auch überall nachlesen, ne? Und das ist halt schon sehr bedauerlich und ich find's doof, dass das so ist, aber das Leben geht weiter, was wir mal machen, so, ne? Und wir hoffen das Beste, dass sich das irgendwann wieder verbessert, diese Situation. Vor allem den Menschen, die mit dem Gedanken spielen, in die Games-Branche zu wechseln, zu sagen, oder überhaupt da reinzukommen. Und wir kriegen ja sehr viele Fragen, wie kommt man denn dahin, wie macht man denn Computerspiele und so weiter. Ist das natürlich ein Dämpfer, ne? Und das ist nicht schön. Und wir hoffen auf bessere Zeiten. So, ne? Und die werden auf jeden Fall kommen. Da kann man mal sicher sein. Ja, es gibt genug Leute, die irgendwie auch wollen und weitermachen und sich auch nicht beeindrucken lassen. Man muss das mal so sehen, in der Corona-Zeit hat die Computerspielebranche im Allgemeinen ja profitiert. Und jetzt gibt's halt sowas wie eine Flaute, die Leute geben weniger Geld aus, kaufen weniger und Deutschland ist halt in Relation zu anderen Ländern schlechter wettbewerbsfähig, das muss man einfach mal so sagen. Ne? Viele Leute sagen, wozu braucht man denn irgendwie eine Gamesförderung oder sowas? Naja, weil andere Länder eine haben und wir halt viel schlechtere Startbedingungen haben, zum Beispiel. Und die ist jetzt aktuell eingestampft, weil der Haushalt nicht gut aussieht und das bedeutet, unser Wirtschaftszweig an der Stelle ist dann entsprechend halt auch geschwächt. Wir haben Glück gehabt, Gott sei Dank waren wir rechtzeitig und haben rechtzeitig eingereicht. Das kommt uns, unserem Studio jetzt zum Beispiel zugute und Gott sei Dank vielen anderen auch noch. Aber die jetzt noch einreichen wollten oder demnächst dran gewesen wären, die haben jetzt erstmal schlechtere Startbedingungen und mit den Internationalen zu konkurrieren ist auch nicht ganz so einfach, ne? Aber wir haben gute Leute in der Games-Branche, wir haben viele Ideen in der Games-Branche, es gibt viel Innovation und wenn die eine Chance bekommt, ist das auch cool, ne? Also wie gesagt, irgendwie geht's immer weiter, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht woanders wieder eine auf und so muss man das dann sehen und einfach weiter aufs Ziel zu. So. Was gibt noch? Da fragt jemand, voller harte Themencut, warum baut man einen Cheat-Mode in Spiele? Also, wenn man Spiele entwickelt, braucht man Shortcuts, um ein Spiel nicht vollends spielen zu müssen, sondern seinen Teilbereich zu kontrollieren, damit man schneller durchkommt. Sonst dauert das zu lange und man beschäftigt sich mit Dingen, die eigentlich nicht seinen eigenen Bereich beschäftigen. Gemeint ist, wenn ich Dialoge schreibe, mit einem Püppchen durch die Gegend laufe und von Monstern angegriffen werde, dann ist mein Part des Testens nicht, dass ich teste, wie cool die Monster zu bekämpfen sind, sondern ob der Dialog funktioniert. Wenn ich mit dem Charakter dann bei der Location ankomme, ob der dann noch das Richtige sagt oder ob jetzt irgendwie die Quest Success geht am Ende des Tages oder ob das dann weitergeht, ob jetzt die entsprechenden Tagesabläufe gesetzt sind und so weiter. Und dann stören die Monster in dem Moment. Also habe ich einen Cheatcode oder einen Cheat-Mode, in dem ich mit Steuerung X die Monster einfach wegixen kann, damit sie mich nicht stören bei meinem Testen, so, ja. Dafür braucht man das. Das zur Verfügung zu stellen für andere Menschen, das heißt für Spieler, haben wir auch schon in der Vergangenheit gemacht, kann man auch machen. Ist immer problematisch, ja, weil wenn man selber als Entwickler solche Sachen freischaltet, ist man auch für diesen Mode verantwortlich. Und es hat in der Vergangenheit unheimlich viele Probleme gegeben, was das angeht. Diesen typischen Marvin-Mode, den ihr alle kennt, also die unsere alten Spiele kennen. Ja. Das machen wir nicht mehr, weil wir teilweise tatsächlich richtig massive Probleme hatten damit.
weil das Spiel dann kaputt gecheatet wurde und dann gab es dann Save Games, die uns dann geschickt worden sind. Hier, guck mal, Spiel ist kaputt, aber der hatte gecheatet. So, ja, und dann sind wir Phantomen hinterhergelaufen. Oder es gab etliche Probleme. Ne? Und deswegen haben wir das dann nicht mehr gemacht. So, tut uns auch sehr leid, hätten wir auch gerne wieder gemacht oder so, aber ja, es war zu problematisch. Hier hat jemand mehrere Fragen gestellt. Frage Nummer 1. Könntet ihr euch vorstellen, euren vorangegangenen beiden Reihen einen 4. Teil zu spendieren? Wir können uns alles Mögliche vorstellen. Alles können wir uns vorstellen. Ja? Und es liegt immer daran, was jetzt momentan der aktuelle Trend ist, worauf das Team, wir selbst auch überhaupt Bock haben, wo wir sehen, dass wir jetzt nicht uns selbst kasteien, indem wir etwas tun, was am Ende des Tages entweder niemanden interessiert oder uns nur Probleme macht, so, ja, und das wägen wir dann ab. Im Wesentlichen ist es das, woran glauben wir? Was ist unsere Vision davon? Glauben wir, dass das cool ist, die nächsten 3 bis 4 Jahre uns mit einem Projekt zu beschäftigen, ohne die ganze Zeit nur Seiten Kriegsschauplätze, sag ich jetzt mal, bekämpfen zu müssen. So, ja, weil Nostalgie ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei. Das heißt also, Menschen, die diese Spiele kennen, wissen ganz genau, wie diese Spiele funktionieren und haben eine gewisse Erwartung. Aktuelles Beispiel ist Indiana Jones. Es gibt einen 5. Teil, den finde ich total super, aber es gibt halt sehr viele Menschen, die sagen, ne? Und das ist halt so ein Ding, Erwartungsmanagement, Sachen gerecht werden, seinen eigenen Anspruch gerecht werden. Die Messlatte ist verdammt hoch geworden, was diese Dinge angeht, ja, und die sind echt schwer zu erreichen. Und da muss man sich immer fragen, will man das überhaupt? So, wir sagen niemals nie zu gar nichts, ja. Und trotzdem diskutieren wir intern sehr viel darüber, was jetzt das nächste sein wird und so weiter. Und naja, also wir haben auf jeden Fall Bock, Computerspiele zu machen und von uns wird es auch bald wieder irgendwas geben. Genau, Ne? es hapert nie an den Ideen. Ne? Ja. Also Ideen gibt's immer genug, sondern was macht jetzt irgendwie im Kollektiv, also im Team am meisten Sinn? Ja. Und das ist das, wofür wir uns dann in der Regel auch entscheiden. Und was das ist, das entscheiden wir halt auch erst irgendwann. Ja. Ne? Es muss auch funktionieren. Wir müssen dran glauben am Ende des Tages, dass es das auch Spaß macht und dass es cool wird. Genau. So, ja, das ist die Antwort. Die zweite Frage war, könnt ihr Arbeit und Privates voneinander trennen? Oder nehmt ihr Arbeit mit nach Hause, indem ihr euch zum Beispiel abends noch bei einem Bier oder einem Glas Wein über das anstehende Projekt Gedanken oder Notizen macht? Das mit dem Bier und dem Glas Wein machen wir nicht. Nein. Das haben wir vielleicht auch mal gemacht und so, aber da kommt nie was Brauchbares bei rum, ja. Ja, leider tun wir das. Leider nehmen wir die Arbeit mit nach Hause und das müssen wir auch zusehends irgendwie in den Griff kriegen, weil es ist schon sehr deprimierend teilweise, ja, was man so an Problemwälzereien, so, weil es läuft nie alles glatt und die schlimmen Sachen sind immer die schlimmsten. Wenn du so ein Postmortem so durchliest von irgendwelchen Projekten, wie sie gelaufen sind oder so, dann sind irgendwie 10 Seiten Postmortem und so. Die ersten 9 Seiten sind so, was gut gelaufen ist, aber eigentlich interessiert nur die letzte Seite, hier, Gott, alles scheiße, ja, und regt sich gerne auf, ne, über alles und alles ganz schlimm. Ist aber gar nicht reell, weil die ersten 9 Seiten sind entscheidend. Was ist denn gut gelaufen? Wie können wir das erweitern? Und das, was da hinten los ist, ja, das ist wahrscheinlich nächstes Jahr wieder anders. So, ja, das, was schlecht gelaufen ist. Klar muss man Gegenmaßnahmen treffen und Sachen, die dann besser laufen oder so, wo man hat, Projekte sind immer maximal unterschiedlich voneinander und es gibt Sachen, die sich wiederholen, es gibt Sachen, die komplett neu sind und worauf man sich neu einstellen muss. Und wenn Feierabend ist und man kommt nach Hause, sollte auch genug Zeit für die Familie und für einen selber da sein. Na, wie ich immer ganz gerne sage, 51% von mir selber gehören mir auch selber. Ihr könnt 49% von mir haben, aber die 51, die muss ich mir erhalten, sonst bin ich nicht mehr ich selber. Das ist so eine Maxime, der ich folge und das ist am besten so. Manchmal ist es leider andersrum. Manchmal verlangen die Sachen mehr von einem ab und das muss man dann ändern. Und das ist wichtig, dass wir darauf achten. Das ist auch phasenabhängig, ne? Also wir machen das jetzt schon eine Weile, also du seit über 20 Jahren, Ja. ich jetzt immerhin seit über 15 Jahren schon. Und manchmal rutscht man so Phasen rein, wo man dann irgendwie nicht aufpasst und viel Arbeit mit nach Hause nimmt. Und Ja. dann immer wieder irgendwie, und dieses Homeoffice ist halt auch etwas,
was einen manchmal auch dazu neigen lässt, die Sachen ein bisschen mehr zu vermischen. Das ist einer der Nachteile, hat aber auch viele Vorteile, ja. Und dann muss man sich dessen bewusst werden und dann wieder Grenzen setzen. Das heißt, man darf nicht aufhören, daran zu arbeiten, wie man Dinge trennt und dann auch bewusst und explizit sich etwas Positivem wenden, wo man jetzt gerade Bock drauf hat, einem Ausgleich zuzuwenden, wo man gerade Bock drauf hat. Und dann hat man auch wieder Bock auf die Arbeit. Das ist halt immer so ein Wechselmodell. Und je nach Phase, Projektphase, in der man sich befindet, passiert einem das ein oder andere manchmal etwas schneller. Aber wir arbeiten immer daran, irgendwie die Dinge trennen zu wollen. Ja. Wenn die Kinder wieder vor einem stehen und sagen, boah, unterhaltet ihr euch wieder über die Arbeit, dann ist es zu viel. Ja. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Byten TV. Vielen Dank. So sieht's aus. Macht's gut. Bis dann. Ja, das war ziemlich warm hier. Ne? Es ist aber auch, also jetzt gerade, ich habe dann das Gefühl, es steigt schon wieder über 30 Grad.